Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, das sind schwere Sterne. Warum wir uns eigentlich mit schweren Sternen beschäftigen. Also ihr habt ja wahrscheinlich alle diesen kleinen Zettel vom Argelander-Institut auf eurem Tisch liegen und da steht drin, dass wir eine Stellar Group haben, eine Arbeitsgruppe, die sich mit Sternphysik beschäftigt, und in dieser Gruppe beschäftigen wir uns eben vor allen Dingen mit schweren Sternen, und ich möchte euch heute zeigen, warum die schweren Sterne eigentlich so interessant sind für uns, was schwere Sterne eigentlich sind, was die während ihres Lebens so machen und wie sie dann am Ende sterben und was wir davon haben. Schwere Sterne, ganz kurz. Was ist das? Also wenn ich über schwere Sterne spreche, das sind so Sterne, die etwa 10-mal so viel wiegen wie die Sonne. Und von diesen Sternen gibt es relativ wenige. Also man sagt immer so, 2-3% aller Sterne sind wirklich schwer. Und es ist tatsächlich so, dass Leute auf Konferenzen auf mich zukommen, gerade eben Konferenzen, die sich nicht mit schweren Sternen beschäftigen, sondern mit galaktischer Astronomie oder was weiß ich. Und die fragen mich dann, warum interessiert ihr euch eigentlich für schwere Sterne? Also warum interessiert ihr euch nicht für Sterne, die vergleichbar sind mit der Sonne? Ja? Die Sonne ist ja unser Stern. Wäre es nicht besser, die Sonne zu verstehen? Da sage ich immer nein. Die Sonne ist ziemlich uncool. Die Sonne ist ein ziemlich langweiliger Stern. Die macht im Prinzip nichts den ganzen Tag. Die macht für 10 Milliarden Jahre nichts. Das ist für Astronomen, für Wissenschaftler relativ langweilig, relativ uncool. Aber für uns als Lebewesen ist das natürlich ganz nett. Ihr werdet nachher sehen, wenn die Sonne das Gleiche machen würde wie ein schwerer Stern, wie ein massereicher Stern, dann hätten wir hier auf der Erde ganz schön Probleme. So, zunächst mal zu der Frage, warum beschäftigen wir uns mit schweren Sternen? Und als allererstes, wenn es um schwere Sterne geht, schwere Sterne sorgen dafür, dass es im Universum überhaupt schwere Elemente gibt. Also Elemente deutlich schwerer als Helium. Zum Beispiel Eisen, aber auch Gold, Blei. Diese ganzen Elemente haben im Wesentlichen irgendwas mit schweren Sternen zu tun. Die sind irgendwann mal in schweren Sternen entstanden. Der Urknall selbst hat im Prinzip nur Wasserstoff und Helium, so ein bisschen Lithium, aber die vernachlässigen wir ganz gerne mal, also nur Wasserstoff und Helium hervorgebracht. Alles andere, woraus wir bestehen, eben das Gold, das Eisen, der Kohlenstoff, aus dem wir bestehen, der Sauerstoff, den wir atmen, der Stickstoff in unserer Luft, das ist alles mehr oder weniger in schweren Sternen entstanden. Ein bisschen was davon ist auch in leichten Sternen entstanden. Schwere Sterne, die können aber was ganz Besonderes machen. Leichte Sterne haben das Problem, die erzeugen diese Elemente, die erzeugen zum Beispiel durchaus Kohlenstoff oder Stickstoff, aber sie geben diese Elemente nicht wieder ans Universum zurück. Also da können keine Planeten daraus entstehen. Ja? Schwere Sterne haben aber die Besonderheit, dass sie sehr starken Massenverlust gerade am Ende ihres Lebens haben. Das ist hier im zweiten Bild zu sehen. Das Leben von schweren Sternen, das endet ziemlich violent, sagen wir auf Englisch, also ja, gewalttätig ist, glaube ich, das falsche Wort, ziemlich abrupt und in einer ziemlichen Katastrophe, nämlich in einer Supernova. Das ist hier auf dem dritten Bild zu sehen. Und schwere Sterne, schwere Sterne hinterlassen am Ende ihres Lebens einen Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Und das sind ja genau die Objekte, die wir in den letzten Jahren gesehen haben als Gravitationswellen. Ja, sie erzeugen Gravitationswellen. Also schwere Sterne sind letzten Endes nichts anderes als die Vorgänger von Gravitationswellen. Und alle diese Sachen wollen wir verstehen. Also woher kommen die schweren Elemente? Wie verlieren schwere Sterne ihre Masse? Wie explodieren sie am Ende ihres Lebens? Und wie verschmelzen sie dann zu Gravitationswellen? Das versuchen wir momentan alles zu verstehen in unserer Arbeitsgruppe. So, genug gesagt zu, warum wir uns mit schweren Sternen beschäftigen. Schauen wir mal, was ein schwerer Stern so in seinem Leben macht. Ein schwerer Stern beginnt sein Leben im Prinzip so wie jeder Stern in einer molekularen Wolke. Das sind riesengroße Wolken, die wirklich mehrere Lichtjahre Durchmesser haben können. Hier ist mal so ein Beispiel, das ist der Adlernebel. Dieser Adlernebel ist ein Dunkelnebel. Er besteht im Prinzip aus ganz viel Material, das da rumfliegt, und dieses Material besitzt kleinere Substrukturen, die habe ich hier mal rot eingekästelt, und da können wir ein bisschen näher ranzoomen. Und da sieht man solche Säulen, die da entstehen. Das sind die Säulen der Schöpfung. Der Name ist naheliegend, weil dort gerade Sterne entstehen. Und man sieht auch, wo die Sterne entstehen, nämlich in diesem oberen Bereich der Säule. Da sieht man schon, wie so die Energie dort rausströmt und auch schon das Material durch eine Art Wind nach außen drückt.
Und wenn man sich das Ganze noch näher anguckt, dann sieht man noch viel kleinere Substrukturen, also solche ganz kleinen, feinen Filamente. Und ich habe jetzt mal versucht, ganz nah ran zu zoomen. Irgendwann ist die Auflösung des Bilds einfach zu Ende. Wenn man sich jetzt diese Filamente anguckt und das vielleicht auch noch in einem anderen Licht, also im Infraroten macht, dann sieht man, dass da drin winzig klein Sterne sind. Und zwar junge Sterne, die gerade erst entstanden sind. Das sind kleine Protosterne, die häufig noch eine Art Scheibe ringsherum haben. Diese Scheibe kann sich dann später verklumpen und aus der Scheibe selber bilden sich dann Planeten. Aber im Wesentlichen hat man dort einen kleinen Protostern. Damit geht's los, also eine Wolke, die anfängt zu kollabieren, immer kleiner wird, immer kompakter wird, am Ende den Protostern erzeugt, der dann in seinem Innern die Kernfusion zündet. Und bei der Kernfusion passiert Folgendes. Kernfusion, das ist im Prinzip das, was die Sonne den ganzen Tag macht, also was die Sonne eigentlich so langsam macht. Die Sonne macht den ganzen Tag nichts anderes, als Wasserstoff in Helium zu verwandeln. Das dauert ziemlich lang, nämlich etwa 10 Milliarden Jahre für die Sonne. Für die massereichen Sterne dauert das deutlich kürzer. Für massereiche Sterne dauert das nur ein paar Millionen Jahre, sagen wir immer. Das ist auch der Grund, warum wir die schweren Sterne, die massereichen Sterne immer in der Nähe von ihren Geburtsorten finden. Also immer in der Nähe von solchen molekularen Wolken. Wenn wir nach schweren Sternen suchen, dann gucken wir immer, wo sind solche Wolken und versuchen da zu schauen, ob wir dort schwere Sterne finden. Weil einfach die schweren Sterne schon so früh wieder sterben. Also mal um ein Gefühl zu bekommen, was früh heißt. Ich habe das mal runterskaliert, wenn man sagt, die Sonne wäre ein Mensch und dieser Mensch würde 80 Jahre leben, dann würde ein schwerer Stern schon nach einigen Monaten wieder sterben. Er kann sich also in der Zeit nicht deutlich von seiner Geburtsstätte entfernt haben. So, also ein schwerer Stern verwandelt erstmal Wasserstoff in Helium. Das dauert relativ lange, Millionen bis Milliarden Jahre. Irgendwann ist der Wasserstoff im Kern alle. Und dann muss sich der Stern irgendwas überlegen, wie er jetzt weitermacht. Weil die Gravitation versucht, den Stern zusammenzudrücken, zusammenzuziehen. Die Strahlung von innen versucht, irgendwie gegen die Gravitation anzukämpfen. Und was ein Stern machen kann, ist, nachdem er den Wasserstoff verbrannt hat, kann er jetzt anfangen, das Helium zu zünden. Das erfolgt bei deutlich höheren Temperaturen. Also das ist im Kern dann richtig heiß, 100 Millionen Grad Celsius etwa. Und der Stern ändert auch seine Gestalt, der dehnt sich unglaublich aus. Schwere Sterne können sich wirklich auf ein Vielfaches des Durchmessers der Sonne ausdehnen. Also die Sonne wird sich schon sehr weit ausdehnen. Die Sonne wird irgendwann mal wahrscheinlich den Planeten Merkur und eventuell sogar die Venus verschlucken, wenn sie dann das Helium brennt. Ein schwerer Stern dehnt sich noch viel weiter aus. Der kann sich so weit ausdehnen, dass ein Jumbojet, der versuchen würde, um diesen Stern einmal herumzufliegen, etwa 10 Milliarden Jahre brauchen würde, also etwa das Alter des Universums. Das ist riesengroß. Es gibt ein paar Fälle, wo wir wissen, dass er so groß ist, aber die sind relativ selten, aber trotzdem sehr interessant. So, irgendwann ist das Helium im Kern auch alle und dann muss sich der Stern wieder was überlegen und die nächste Idee, die er haben könnte, wäre, der Stern hat also Helium in Kohlenstoff verwandelt, er könnte jetzt den Kohlenstoff verbrennen. Das können tatsächlich nur die schweren Sterne, das können die Sonne zum Beispiel nicht. Und nach dem Kohlenstoff, irgendwann ist der Kohlenstoff auch alle, dann geht es weiter ins Sauerstoffbrennen, beziehungsweise Kohlenstoffbrennen zu Sauerstoff. Und der Sauerstoff wird eigentlich zu Silizium verbrannt und dann irgendwann hat der Stern einen Kern aus Eisen. Und bei Eisen ist wirklich Schluss, da geht gar nichts mehr. Aus Eisenbrennen kann man keine Energie erzeugen, da muss man eher noch Energie reinstecken. Das heißt, was der Stern dann macht, ist, er kann sein Gleichgewicht nicht mehr aufrechterhalten, er kann keine Strahlung mehr im Innern erzeugen und jetzt gewinnt wirklich die Gravitation und der Kern des Sterns kontrahiert extrem und das kann sehr, sehr rapid gehen und sehr, sehr schnell gehen und irgendwann wird dieser Kern sehr dicht und sehr inkompressibel. Der Kern ist also, man muss sich das vorstellen, man hat einen Kern aus inkompressiblem Material. Und von außen fällt die Hülle nach, fällt auf diesen inkompressiblen Kern und wird wieder nach außen geschleudert. Und das sehen wir als
Strahlungsexplosion. Jetzt habe ich natürlich vergessen, dass ich hier keine Videos abspielen kann. Stellt euch einfach vor, da wo jetzt gerade Supernova steht, da müsste es sehr, sehr hell werden. Ja? Also das ganze Bild müsste weiß werden. Dann könnt ihr euch vorstellen, das ist also eine Supernova, das ist eine Sternexplosion. Diese Sternexplosionen, die dauern an sich nur wenige Sekunden, die glühen noch relativ lang nach, aber die Explosion selbst dauert nur ein paar Sekunden und für diese paar Sekunden ist der Stern so hell wie das gesamte sichtbare Universum. Also eine unglaubliche Menge an Energie, die dabei rauskommt und diese unglaubliche Menge Energie, die schleudert auch große Mengen an Material in den Weltraum. Und wir finden tatsächlich solche Überreste überall im Universum. Der bekannteste, den seht ihr hier auf der rechten Seite. Das ist der Krebsnebel. Und man sieht eigentlich schon ganz gut in diesen ganzen Filamenten, dass da mal irgendwas sehr, sehr Heftiges abgegangen sein muss. Also wirklich, das sieht wirklich nach einer Explosion aus. Im Innern dieses Krebsnebels, da sitzt auch noch der Überrest von dem Stern, den können wir heute auch sehen. Aber erstmal, bevor ich darauf eingehe, ganz kurz zu der Frage, also ich werde immer wieder gefragt, ja, wie ist denn das mit diesen Supernova-Explosionen? Können die uns hier auf der Erde eigentlich gefährlich werden und wie viele gibt es davon eigentlich? Zu der zweiten Frage. Es gibt, man sagt immer so, 1 bis 3 Supernovae pro Jahrhundert in der Milchstraße. Das ist für Astronomen relativ viel, also es passiert relativ häufig. Für uns Menschen ist das natürlich nicht so häufig, zumal wir eigentlich sehr lange keine mehr auf der Erde gesehen haben. Also die letzte Supernova, die tatsächlich jemand gesehen hat mit bloßem Auge in der Milchstraße, das war Keplers Supernova. Und wenn ich schon sage Keplers Supernova, da hat man schon das Gefühl, das muss ziemlich lang her sein. In der Tat, das war vor über 450 Jahren, also schon eine Weile her. Rein statistisch gesehen wären wir eigentlich mal wieder dran. Und was ist ein guter Kandidat? Ein guter Kandidat für eine Supernova ist der hier. Das ist Eta Carinae. Das ist einer der Sterne, die ich am liebsten mag. Das ist der Stern, der mich mehr oder weniger, weil er mich so fasziniert hat, zur Astronomie gebracht hat. Was ist Eta Carinae? Also erstmal, wenn ihr heute Abend versucht, Eta Carinae euch anzuschauen, habt ihr hier schlechte Chancen. Nicht nur, weil das Wetter schlecht ist, sondern Eta Carinae ist nur auf der Südhalbkugel sichtbar, ja, ist also am Südhimmel. Eta Carinae ist einer der schwersten Sterne, die wir hier in der Milchstraße kennen. Also wir sagen mal so um die 100 Sonnenmassen, also 100 Mal so schwer wie die Sonne, etwa 5 Millionen Mal so hell wie die Sonne, also unglaublich hell. Heute wissen wir, dass Eta Carinae mindestens einen Begleiter hat. Manche behaupten sogar bis zu 4 Begleiter. Also man muss sich das vorstellen, in diesem kleinen hellen Bereich, da wo der Pfeil drauf zeigt, 4 Sterne, die sich da umkreisen. Also das geht da ziemlich ab. Und das Interessante an Eta Carinae ist, dass Eta Carinae mal eine Supernova vorgetäuscht hat. Und zwar vor knapp 150 Jahren, im Jahr 1843. Da ist Eta Carinae plötzlich so hell geworden, dass es der hellste Stern am ganzen Himmel war. Heller als der Jupiter, heller als die Planeten, nicht heller als Venus, aber heller als Jupiter und Saturn auf jeden Fall. Und damit eines der hellsten Objekte am Himmel. Ja, man konnte lange nicht einordnen, was da eigentlich passiert. Heute denken wir, dass Eta Carinae ein schwerer Stern am Ende seines Lebens ist, der sehr hell wird, instabil wird, sein ganzes Material abwirft, also tatsächlich einen astrophysikalischen Striptease hinlegt, alles nach außen stößt. Das sieht man auch wunderbar in diesem Nebel, das ist der Homunculusnebel ringsherum. Genau, und im Prinzip kurz davor ist, in einer Supernova zu explodieren. Wann das passiert, das wissen wir nicht. Also wir sagen immer so, naja, wahrscheinlich innerhalb der nächsten 1000 Jahre. Das könnte hinkommen, etwa. Das Problem ist, Eta Carinae ist 7500 Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, es kann sein, dass dieser Stern schon längst in einer riesigen Explosion gestorben ist und wir haben es einfach noch nicht mitbekommen, weil das Licht uns von dieser Explosion noch gar nicht erreicht hat. Möglich. Ja, was würde überbleiben von Eta Carinae, wenn dieser Stern dann irgendwann mal explodiert? Es gibt im Wesentlichen 2 Möglichkeiten.
Die eine Möglichkeit ist ein Neutronenstern. Das passiert, wenn der Stern nicht allzu massereich ist. Ja, dieser Neutronenstern, das sind Objekte, die unglaublich dicht sind. Also man muss sich vorstellen, etwa die Masse der Sonne zusammengedrückt auf den Durchmesser, oder den Abstand von Köln-Bonn. Also ja, ich glaube, es kommt nicht ganz hin. 20 Kilometer im Durchmesser, sagt man immer. Also ich glaube, Köln-Bonn ist ein bisschen weiter, aber vergleichbar. Ich habe mal versucht auszurechnen, wie viel so ein Zuckerwürfel großes Stück Neutronensternmaterie wiegen würde. Ich habe ausgerechnet, die Masse wäre vergleichbar wie die Masse des Drachenfelsens, also des Berges, des gesamten Berges am Drachenfels. Ein Zuckerwürfel. Die sind auch unglaublich magnetisch, das sieht man hier an diesen Feldlinien, die eingezeichnet sind. Das sind ganz extrem starke Magnetfelder, etwa so viel wie 100 Millionen von diesen guten Neodym-Magneten, die man hat. Das andere, wenn der Stern sehr massereich ist, so wie Eta Carinae, dann wird es wahrscheinlich zum schwarzen Loch. Also Eta Carinae wird höchstwahrscheinlich in einem schwarzen Loch enden. Das ist dann der Fall, wenn der Gravitation dann wirklich gar nichts mehr standhalten kann und die Materie im Prinzip auf einen Punkt kontrahiert, die dann so stark gravitativ anziehend ist, dass nicht mal das Licht dieser Materie oder dieser Singularität entkommen kann. So, ja, jetzt noch zum Abschluss ein bisschen was von den Beobachtern. Massereiche Sterne sind ja für uns sehr interessant und das ist natürlich ganz gut. Wir sind zwar Theoretiker, aber es ist immer ganz gut, wenn man auch mal so ein bisschen die Beobachter im Hinterkopf hat und so ein bisschen schaut, ob das, was man theoretisch macht, überhaupt real ist. Da gab es vor ein paar Jahren eine Studie, die ist heute immer noch am Laufen. Da sind sehr viele Beobachtungsdaten, sehr wertvolle Beobachtungsdaten rausgekommen. Man hat das VLT, das Very Large Teleskop in Chile genommen, oder eins davon, und hat sich davon mal einen Sternhaufen in der großen Magellanischen Wolke angeguckt. Die große und die kleine Magellanische Wolke, das sind zwei Nachbargalaxien unserer Milchstraße. Und da hat man sehr viele, sehr interessante Sterne gefunden. Man hat, erstmal muss ich noch ganz kurz erzählen, das habe ich vorhin erwähnt, man guckt, wenn man schwere Sterne sucht, immer in Sternentstehungsregionen, also immer in der Nähe von solchen Nebeln, von solchen molekularen Wolken, weil da gerade eben die Sterne entstehen. Und man kennt einen Nebel, der ist sehr, sehr hell. Der Grund dafür ist, dass dort sehr, sehr viele, sehr helle, sehr schwere Sterne leben. Und dieser Nebel liegt in der großen Magellanischen Wolke und da hat man also hingeguckt und hat dort einige Rekordhalter gefunden, die heute noch den Rekord zum Beispiel für den massereichsten Stern halten. Der massereichste Stern, den wir heute kennen, der wiegt etwa 300 Sonnenmassen, also 320 habe ich hier angegeben. Dann gibt es noch einen sehr interessanten Stern, ein isolierter Stern, der sehr schwer ist, von dem wir nicht wissen, wie er da hinkommt, weil dieser isolierte Stern, der ist so ein bisschen weg von den anderen Sternen. Und wir sagen eigentlich immer, naja, der Stern kann gar nicht so lange gelebt haben, um sich so weit weg zu bewegen. Also wir rätseln heute eigentlich noch, wie dieser Stern da hinkommt in seiner kurzen Lebensspanne. Das wissen wir gar nicht. Wir haben ein sehr schweres Doppelsternsystem gefunden mit insgesamt 400 Sonnenmassen und ein Stern, der unglaublich schnell rotiert. Also 600 Kilometer pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. Also in 2 Sekunden einmal von Norddeutschland nach Bayern runter. Das ist wirklich fix, also schneller als es jeder ICE machen könnte. Und bis heute arbeiten wir eigentlich noch in unserer Arbeitsgruppe an diesen Daten. Es gibt einige Kollegen, die sich damit beschäftigen. Genau, und das ist eigentlich noch sehr, sehr spannend. Wir haben noch ganz, ganz viel zu lernen. Wir haben noch ganz, ganz viel überhaupt nicht verstanden. Deswegen kann ich da noch gar nicht so viele Resultate geben. Trotzdem denke ich, ist es jetzt ein schöner Zeitpunkt, dann den Vortrag zu beenden und mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken.